Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns den Einheit im Pack so 18230 an. Linksrechtsverstellung, das schaue ich immer, das ist mir relativ wichtig, funktioniert nicht ganz so gut bei ihm. Man geht immer durch. Die Verarbeitung ist ganz gut. Wir schauen uns dann gleich einmal an, wie schwer er ist. Sonst gibt es eh nichts viel zu sagen. Länge schauen wir uns gleich an und das Gewicht, wie schon gesagt. Sonst, ja, was mir auffällt, Griff ist hinten ein bisschen gummiert, gepunktet, gummiert. Und das Gewicht sehen wir uns jetzt eh gleich an. Es waren 1,18 Kilo, soweit ich weiß. Oder ein bisschen weniger, 1,14. Ja, ist halt ein bisschen schwerer als der alte DECW Elli bürstenlos. Und sonst schauen wir uns gleich einmal auch noch die Lautstärke an, die Maße. Wie schon gesagt, Länge von 17 cm. Sonst gibt es eh nicht viel zu sagen. Es gibt keine Stufen, es gibt keine Einstellung, nur links, rechts. Da ist also nichts Besonderes jetzt bei dem. Schauen wir uns die Lautstärke kurz an. Und dann können wir mal eigentlich gleich zu die Schraubentest starten, weil was soll man sich da so viel anschauen? Da das müssen wir uns mal anschauen bei den anderen Schlagschrauben. Wir sehen können es auf schnelle Tasten. Wenn man schnell drückt, reagiert er nicht so gut. Braucht relativ lange zum Drehen, aber schauen wir uns dann bei den Tests an. Da schlägt er sich relativ gut, muss man sagen. Schauen wir in Zukunft, schauen wir kurz noch die LED an. Der ist okay. Der ist nicht mehr wie beim alten, sondern der ist jetzt unten wie bei den meisten. Ist einfacher zu produzieren, nehme ich an. Immer Standardlösung. Und ja, kommen wir zu den Schraubentests. Da kann ich ein bisschen auch mitkommentieren. Das ist das 16 x 200, genau. Das hat er in 37,04 Sekunden geschafft. Der alte, den ich schon vor Ewigkeiten testet habe, aber jetzt habe ich ein bisschen besser, kann jetzt Schlagschrauber-Test, deswegen fange ich wieder an. Und ja, also der alte hat 10 Sekunden länger gebraucht, da merkt man schon einen deutlichen Kraftunterschied. Den hat er auch, den merkt man bei jeder Schraube eigentlich, die ich versenkt habe mit dem. Egal ob 12er, 10er, 8er. Und das maximale Drehmoment muss man dann anschauen vom alten wieder, weil das konnte ich damals nicht testen. Das heißt, maximale Drehmoment ist, schauen wir uns dann an, das ist nicht das Maximale, aber so gut wie es geht, teste ich es halt. Und ja, was halt wichtig ist, 37,04 Sekunden und zum Lösen halt viel weniger immer, weil halt viel weniger Kraft benötigt wird und weil man schon ein Loch halt gemacht hat und da geht es halt viel schneller wieder aussieht, das ist ganz normal. Und ja, also definitiv deutlich schneller als der alte, das sind 25% schneller, das macht definitiv einen Unterschied. Auch beim 12x160er, bei der 12x160er ist er schneller. Und ja, sonst will ich nicht zu viel kommentieren, schaut euch das einfach an. Dann sehen wir uns dann beim maximalen Drehmoment-Test oder wo wir das Drehmoment messen. Das ist jetzt nur, wie schnell man Schrauben versenkt. Für das ist er ja auch eigentlich gemacht, für große Holzschrauben versenken. Das macht man lieber mit so einem als mit dem Akkuschrauber. Es ist einfach angenehmer, man hat kaum eine Kraft, also man muss kaum gegenhalten, das ist ein großer Vorteil. Ja. Also was der im Pack, so etwa noch an anderen Tests Schlagschrauber gleichzeitig, was der in 5 Sekunden für Kraft hat, ihr seht ja, hat er wirklich viel Kraft benötigt, um das zu lösen. 530 Newtonmeter Lösemoment, das ist wirklich nach 5 Sekunden anziehen extrem stark. Da waren es 2 Sekunden und da hat man auch schon sehr viel Drehmoment benötigt, um das zu lösen. Das heißt, er baut ganz schnell Drehmoment auf. Das merkt man auch, weil er eben beim Lösen, dann werdet ihr es dann sehen, das jetzt anziehen, wie viel man Kraft benötigt zum Lösen. Also auch nach einer Sekunde, ungefähr 1,5 Sekunden, hat er einfach so viel Drehmoment, dass ich das kaum aufkriege, weil eben relativ kurzer Hebel, aber es ist einfach extrem. Also auch nach einer Sekunde ist er bei 260 Newtonmeter. Das ist einfach, ja, ich wundere mich, wie das so schnell gehen kann eigentlich, dass das so schnell das Drehmoment ankommt. Da habe ich mit 150 Newtonmeter angezogen. Seht, das ist einfach gar nichts, das löst er sofort. Da also 150, 200, 250, 300, 400, 500 und 600. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also, das ist so schnell, wie der das löst. Schaut euch das einmal an. Das löst er wie gar nichts, weil er so schnell eben das Drehmoment aufbaut. Das merkt man auch beim Lösen.
Also am Anfang habe ich gesehen, nach 5 Sekunden 530 Newton zum Lösen. Das ist für so einen kleinen, was heißt klein, aber nicht klein, er ist auch nicht groß, er wiegt halt nur 1 Kilo, was ein riesiger Vorteil ist. Trotzdem relativ stark, muss ich sagen. Werden wir in Zukunft sehen, wie er sich schlägt, aber das sind schon alles Top-Werte, 250 angezogen, nur eine halbe Sekunde zum Lösen ist wirklich extrem gut. Und da haben wir halt 300 angezogen, bisschen mehr. Ja, in einer Sekunde, schaut, der löst es sofort. Also ich miss nicht, bis die Schraube, bis die Mutter ganz, also ich miss, sobald sich das anfängt zu drehen und die Mutter sich ausdreht. Das ist ja das, was man benötigt. Da waren es 350 Newtonmeter halt der Zwischenstufe, aber die machen immer, ich steige gleich auf 400 um. Aber ja, 400 eben angezogen und das löst er in 1,5 Sekunden. Schaut, der baut so schnell Drehmoment auf. Aber man sieht dann, der Peak ist relativ schnell erreicht, weil bei 500, das heißt 510 angezogen, da braucht er schon ein ganzes Stück länger. Das heißt, da sind wir schon relativ nah, was heißt relativ nah, aber nah am Maximum, weil doch 6 Sekunden benötigt. Also das ändert sich dann nicht mehr schlagartig, das Drehmoment. Dann habe ich mit 600 angezogen, ihr seht, da hebe ich den ganzen Tisch auf. Der ist auch nicht so schwer, der ist relativ dünn, aber 600 Newtonmeter angezogen. Schauen wir, wie lange er braucht zum Lösen. Und ja, das ist wirklich, ja, wirklich top. 230 angeben, das ist immer bei den Schlagschraubern, bei jedem eigentlich. Meistens geben die viel zu wenig an. Das ist nicht wie bei den Akkuschraubern, wo man zu viel angibt oder die Hersteller, sondern da geben es zu wenig an. Da hat es wirklich lange gedauert. Ich will eigentlich keinen richtig quälen, aber 18 Sekunden, das ist, würde ich sagen, grob das Maximum. Es wird für ein bisschen noch was gehen, aber viel mehr nicht mehr, dass es nur lösen kann. Und ja, schauen wir uns dann eigentlich die Tabelle an, aber gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe ja nur den und nur einen, also von daher machen wir das kurz, die Tabelle. Als Vergleich können Sie einen Bosch GTS 800V210 sehen. Das maximale Anziehmoment habe ich bei Bosch länger gemacht. Beim einen halt nach 5 Sekunden. Ich hätte es nicht lösen können in dem Fall, da muss ich mal was einfallen lassen. Aber man sieht schon am Lösemoment definitiv, was das für ein Unterschied ist. Ihr seht, 500 Newtonmeter hat der Einheit in 6 Sekunden gemacht, der Bosch hat 25 braucht, 400 Newtonmeter in 15 Sekunden, der Bosch der Einheit in 1,5 Sekunden. Also wenn man den Einheit zum Radschraubenlösen verwenden will, der ist top geeignet, weil er sofort so viel Drehmoment hat. Das ist wirklich top. Was aber beim Einhorn natürlich ein bisschen schlecht ist, er ist ja nicht unbedingt gemacht, um schnell Schrauben zu versenken, sondern große Schrauben zu versenken oder Muttern anzuziehen. Das sieht man auch. Also Gewicht, wie schon gesagt, habe ich 1140, da bin ich verschrieben, 180 das besser ja aus. 70 cm Länge ist deutlich länger als der Bosch, aber ihr seht, bei 8x160 kaum ein Unterschied, bei 10x160 ein bisschen ein Unterschied, oder was heißt ein bisschen, ist genug auch. 12er wieder weniger, 16x200 brauche ich beim Bosch gar nicht probieren. Der wird sich extrem schwer tun. Da habe ich die Werte auch vom alten Einhell TCW LI bürstenlos, der habe ich gefunden, von meinem alten Test noch. Also 1100 Gramm, 7,67. Das heißt, der neue Einhell im Pax ist deutlich stärker, sieht man bei allen Werten. Und da kann ich nur sagen, wirklich Einhell top gemacht, habe es einen guten Schlagschrauber ausgebracht, ersetzt den Einhell TCW LI bürstenlos sehr gut. Und im Vergleich zum Bosch viel stärker. Den Bosch teste ich noch, ich bin noch nicht fertig, aber ich habe schon ein paar Werte eingetragen. Ja, was gibt's dazu sagen? Also von mir gibt's für den Einzelnutzer klare Empfehlung, ich meine zum Radschrauben lösen ist das ein Top-Gerät, weil es so schnell das maximale Drehmoment erreicht. Das ist einfach wunderschön, da muss man nicht 50 Sekunden warten, wie am Bosch wieder mal davor gesehen haben, sondern es geht extrem schnell. Guter Preis, bisschen teurer als der alte, definitiv den Aufpreis wert, weil er doch deutlich mehr Leistung hat. Ich weiß nicht, wie der alte mit dem maximalen Drehmoment ist, ich glaube, der ist ähnlich wie der Bosch, der baut sich relativ linear auf. Aber muss ich noch nachtesten jetzt wieder, weil ich habe ja jetzt das, wo ich das Drehmoment testen kann. Nicht nur bei den Felgen eben, sondern auch ein bisschen mehr Kraft ausüben kann. Und ja, also, alle Schlagschrauber sind unten verlinkt. Wenn ihr das über Amazon bestellen wollt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das macht. Vielen Dank, wenn ihr das schaut, Kommentar da lässt. Abo, Daumen nach oben. Servus, danke, bis zum nächsten Video und ciao.